Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nach leider etwas längerer, ungeplanter Pause bin ich wieder da mit einem neuen Video zu einem Thema, ja, das noch so ein bisschen heiß diskutiert wird in den sozialen Medien vor allem. Deswegen habe ich mich mit diesem Video mal so ein bisschen zurückgehalten, aber ich möchte es trotzdem unbedingt machen. Und zwar geht es um das Thema Selbstfürsorge als Mama, dass man sich auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen darf, auch wenn man ein oder mehrere Kinder hat. Darum soll es heute gehen. Wie konkret nehme ich mir Zeit für mich selber? Wie kann ich das in meinen Alltag als Mama überhaupt einbauen? Wie kann ich mich um meine Bedürfnisse kümmern? Ganz wichtiger Bestandteil dabei sind bei mir zum Beispiel feste Routinen. Daher erzähle ich heute nochmal genauer, welche Routinen ich alle habe und warum überhaupt. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich unterstützt und diesem Video einen Daumen nach oben gebt und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob auch ihr euch regelmäßig Zeit für euch nehmt oder ob ihr das Gefühl habt, dass das bei euch viel zu kurz kommt. Mit diesem Video möchte ich andere Eltern daran erinnern, anderen Eltern, denen es so geht wie für mir vor einiger Zeit, die sich selbst irgendwie so ein bisschen verloren hatten, dass es in Ordnung ist, auch mal auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und dass man sich nicht zu 100% aufopfern muss für seine Kinder. Auch die eigenen Bedürfnisse, ja, haben ein Recht, gelten, ein Geltungsrecht und müssen auch berücksichtigt werden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das macht. Ich wusste ganz lange in meinem neuen Alltag als Mama nicht, wie ich alles unter einen Hut kriegen soll. Mich um mein Kind kümmern natürlich an allererster Stelle mit dem Spielen, Essen, Kochen, Wäsche waschen, rausgehen, Einschlafbegleitung, nachts aufstehen, mehrmals, Haushalt, einkaufen, kochen. Was dabei zu kurz gekommen ist, das war einfach ich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich damit nicht alleine bin. Wer meine Videos schon länger schaut, der weiß, dass ich irgendwann damit angefangen habe, mir ganz konkret Zeit für mich selbst zu nehmen. Und es gab da so ein paar Schlüsselmomente für mich. Und das war dann der Punkt, an dem ich beschlossen habe, etwas zu ändern. Ich habe es gerade schon gesagt, Routinen spielen eine ganz wichtige und große Rolle bei mir, weil sie mir helfen, meinen Alltag zu organisieren. Ich möchte aber nochmal betonen, dass in Ruhe putzen und alleine einkaufen keine Me-Time und keine Selbstfürsorge in dem Sinne ist. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich lese das erstens so häufig, aber endlich alleine einkaufen, ein bisschen Zeit für mich alleine. Das ist keine Me-Time, es ist Haushalt erledigen. Und zweitens geht es ja hier um das Thema Selbstfürsorge und ich rede jetzt gleich viel über Routinen und vor allem auch über Putzroutinen. Deswegen möchte ich das noch einmal betonen. Weswegen ich jetzt auch so viel über Putzroutinen spreche, ist, weil ich durch diese festen Arbeitsabläufe alles einfach leichter unter einen Hut bekomme. Nämlich mich um meinen Sohn kümmern, meine Arbeit, den Haushalt, ja, Zeit, die mein Mann und ich dann gemeinsam verbringen und dass auch noch ja, Zeit für mich alleine dann übrig bleibt. Und als ich meinen Alltag noch nicht so fest strukturiert hatte, hat teilweise wirklich richtig das Chaos hier geherrscht. Und das wiederum hat mich extrem gestresst. Es hat mich furchtbar gestresst, dass die Küche aussah wie Sau, ich aber nicht mich gerade in dem Moment darum kümmern konnte, weil mein Sohn mich gerade gebraucht hat. Deswegen war es halt irgendwo, diese festen Routinen festzulegen, für mich eine Art von Selbstfürsorge, so nenne ich es jetzt, weil es einfach so diesen Stress daraus genommen hat. Allgemein zum Thema Routinen habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht, warum Routinen helfen können und die Vorteile etc. Verlinke ich euch hier oben unter dem i. Und was ich als allererstes etabliert habe, war eine abendliche Aufräumroutine. Denn es hat mich, oder generell, es ist auch immer noch so, es stresst mich extrem oder stört mich extrem, wenn ich morgens in eine unaufgeräumte Küche komme. Wenn sich da noch das dreckige Geschirr vom Vortag stapelt, Sachen nicht weggeräumt wurden, die Arbeitsflächen voller Krümmel oder Dreck sind, das finde ich furchtbar. Da kriege ich direkt am Morgen schlechte Laune. Daher war für mich klar, ich muss das Ganze abends vorm Schlafengehen machen oder irgendwann am Abend. Am Anfang muss man sich wirklich so mehrmals in den Hintern treten. Aber es ist für einen guten Zweck und mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne. Also die Küche muss am Abend aufgeräumt werden. Ich räume die Spülmaschine ein. Das mache ich, also ich mache das meistens direkt nach dem Abendessen. Während das Essen kocht, versuche ich schon das Gröbste, was nicht mehr gebraucht wird, schon wegzuräumen oder kurz wegzuspülen. Und dann das Geschirr vom Abendessen, direkt nach dem Abendessen alles in die Küche räumen, direkt in die Spülmaschine räumen. Meistens ist sie dann sowieso voll, dass ich sie anstelle. Manche Sachen, die nicht mehr da reinpassen, wie irgendwelche größere Töpfe oder so, kurz wegspülen, abtrocknen, in den Schrank räumen und vor allem auch die Küchenspüle
schön auf Vordermann bringen. Arbeitsflächen, abwischen und so weiter. Das einfach so eine Grundordnung in der Küche herrscht. Auch sonst am Abend noch mal ein bisschen so das Chaos vom Tag wegräumen. Also ich habe so Abende, da kommt man dann ins Wohnzimmer und dann liegt dann da das ganze Spielzeug, beziehungsweise bei uns ist es ganz häufig auch im Flur. Und da ist der Schweinehund wirklich sehr, sehr groß, dass man überhaupt keine Lust hat, das noch groß wegzuräumen. Aber es lohnt sich einfach wirklich, genauso wenn man dann gemütlich auf dem Sofa abends sitzt und noch ein bisschen was snackt und irgendwie ein Glas Wein trinkt oder so, das alles nicht im Wohnzimmer stehen lassen, sondern auch in die Küche direkt wegräumen. Der zweite Punkt, wo ich angesetzt habe, war, dass ich für mich einen festen Putzplan erstellt habe. Das alles war auch noch vor Corona-Zeiten, als mein Mann auch noch Vollzeit im Büro gearbeitet hat. Nicht im Homeoffice, so wie es jetzt auch immer noch teilweise ist. Und da kann man sich manche Sachen dann natürlich auch viel leichter aufteilen. Aber alleine zu Hause mit dem Kind war es halt einfach schwierig. Vor allem, weil ich auch immer alles an einem Tag direkt machen wollte. Und das ist dann auch schon mal, dauert halt auch schon mal mehrere Stunden und das war einfach überhaupt nicht möglich. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich muss das anders machen, ich teile das auf. Auf jeden Wochentag eine feste Tätigkeit im Haushalt und das dauert Maximum eine halbe Stunde, die kriege ich irgendwie überbrückt, auch mit dem Kleinen zu Hause. Und ich habe das angefangen und habe direkt gemerkt, damit läuft's. Die Bude war sauber, ohne dass ich mich stundenlang abhetzen muss an einem Tag. Es dauert eine Weile, bis man irgendwie so ein bisschen drin ist, sich das angewöhnt hat. Aber das Einführen dieses Putzplans war für mich wirklich ideal. Und auch jetzt, wo mein Sohn ja in die Betreuung geht und ich arbeite ja von zu Hause aus, kann ich das auch immer noch prima machen, bevor ich anfange zu arbeiten. Nachdem der Kleine in der Kita ist, dann komme ich nach Hause, dann mache ich diese halbe Stunde Putzroutine, dann mache ich mir mein Frühstück und setze mich an den Schreibtisch. Und das ist irgendwie so die perfekte Morgenroutine für mich und es ist immer schön sauber zu Hause und ordentlich. Wie genau dieser Putzplan aussieht, da habe ich mal ein eigenes Video zu gemacht. Da habe ich euch komplett dabei mitgenommen, was ich an welchem Tag mache. Auch das verlinke ich euch hier. Mit diesen 2 Routinen haben wir jetzt eigentlich auch schon den Großteil, also nicht alles, aber den Großteil vom Haushalt abgedeckt, zumindest was das Thema Putzen und Aufräumen angeht. Und ich habe dann nach einer Weile gemerkt, okay, dadurch, dass ich da jetzt so eine Routine drin habe und diese Sachen auch wirklich, wie von alleine, nicht wirklich, aber gefühlt, ganz leicht von der Hand gehen, war das Thema Haushalt wirklich kein großer Stressfaktor für mich. Damit kommen wir dann aber zum nächsten Punkt und das ist der, dass ich mir zu wenig Zeit für mich genommen habe. Und ich rate euch, macht das nicht. Räumt euch Zeit in eurem Alltag für die Dinge frei, die euch persönlich glücklich machen. Denn nur wenn mein Bedürfnisakku gefüllt ist, kann ich mich mit Geduld, und das ist der Knackpunkt, mit Geduld um die Bedürfnisse meines Kindes kümmern. Ich bin immer für ihn da, keine Frage, aber die Sache ist ja auch so ein bisschen wie ist man für jemanden da? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich häufig nicht oder in manchen Situationen nicht die Geduld hatte, die eigentlich erforderlich war in dieser Art von Situation. Und da habe ich mich hinterher selber über mich geärgert und gedacht, warum konnte ich das nicht? Grund war ganz einfach, dass ich selber teilweise völlig überreizt und auch unausgeglichen war. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich wusste auch, wie ich das ändern kann, nämlich indem ich mir Zeit für mich selber nehme. Und das Schöne ist ja, es sind manchmal auch einfach die ganz kleinen Dinge oder man kann ja auch erstmal ganz klein anfangen und simpel. Denn das meiste waren einfach Sachen, da war ich selber für verantwortlich. Das war meine eigene Faulheit, dass ich es nicht gemacht habe. Beispielsweise mich abends vom Fernseher berieseln lassen. Ich habe das schon mal hier erzählt, ich lese sehr, sehr gerne. Und die einzige Möglichkeit in meinem Alltag zu lesen ist halt abends, wenn der Kleine schläft. Aber man ist dann ja häufig doch so in seinem Trott drin, dass man aus Gewohnheit sich einfach sofort aufs Sofa plumpsen lässt und den Fernseher anmacht. Und das ist dann halt auch so sieht dann auch der Rest vom Abend aus. Und ich habe halt irgendwann gesagt, nee, ein paar Mal die Woche am Abend bleibt der Fernseher für mich aus und stattdessen lese ich. Oder, anderes Beispiel, abends ins Bett zu gehen, ohne mich selber abzuschminken. Meistens, weil ich einfach viel zu müde war und überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Kurz ins Bad, Zähne putzen und das war's. Auf mehr hatte ich überhaupt gar keine Lust mehr, keine Energie mehr für.
Und das hat mich selber geärgert, weil ich meine, morgens noch aufwache mit den Resten von Wimperntusch unter den Augen ist nicht schön. Und der Haut tut es auch überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, damit mit dem Abschminken und Hautpflege nicht zu warten, kurz bevor ich ins Bett gehe, sondern irgendwann, meistens eigentlich direkt nachdem der Kleine schläft, gehe ich ins Bad, nehme die Kontaktlinsen raus und schminke mich ab und kümmere mich um meine Haut. Da kann ich mir dann nämlich auch richtig Zeit für nehmen, weil da zu dem Zeitpunkt habe ich noch die Energie und ich fühle mich dadurch besser und meine Haut sieht einfach auch besser aus. Wie gesagt, es sind teilweise wirklich so die kleinen Dinge, mit denen man sich auch etwas Gutes tun kann. Ich benutze für meine Hautpflege schon sehr, sehr lange die Produkte von Yepoda und ich freue mich sehr, dass ich sie heute nochmal vorstellen darf. Und ich habe heute auch nochmal einen richtig, richtig krassen Code für euch, mit dem ihr ordentlich sparen könnt. Zum Thema Abschminken. Das hier sind nämlich auch meine 2 absoluten Lieblingsprodukte, die ich euch jetzt zeige. Das ist nämlich ein Duo für den Double Cleanse am Abend. Das ist einmal The Calm Balm und The Bubble Double. Das ist fast leer. Das hier besteht aus Olivenöl und Kokosöl, ist dadurch super reichhaltig und man macht davon ein kleines bisschen auf die Finger und das zerschmilzt direkt und arbeitet das in die Haut ein und dadurch ja, kriegt man wirklich fast alles an Make-up richtig gut runter. Vor allem dann auch noch mit dem zweiten Schritt, wenn man dann noch hier den Reinigungsschaum, den Bubble Double so rum benutzt. Das holt alles an Make-up wirklich runter. Danach dann noch eine schöne Pflege drauf und ich sage euch, eure Haut wird es euch danken. Ich liebe meine Haut sehr, seit ich die Produkte von Yepoda benutze. Ich habe kaum Pickel und sie sieht richtig schön rein und gepflegt aus und sie fühlt sich auch richtig schön an. Also ich liebe dieses gereinigte Gefühl am Abend. Was ich euch auch zeigen möchte, ich habe nämlich hier auch noch 3 Serien zu Hause. Das eine ist das Repair Hero. Das versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Und dann habe ich hier den Glow Hero und das steckt voller reichhaltiger Öle. Das ist der Hammer, das Zeug. Das verleiht der Haut nämlich wirklich so einen richtigen Glow, das abends vorm Schlafengehen. Ja, ist wirklich der absolute Hammer. Und dann habe ich noch hier The Purify Hero. Das Ganze ist ein BHA-Peeling. Das heißt, ihr peelt eure Haut, es verkleinert die Poren und regt die Zellerneuerung an. Das macht eine richtig schön weiche Haut. Also das liebe ich wirklich sehr. Was ich euch auch noch ganz kurz zeigen kann, was ich auch hier habe, ist relativ neu, ist The Multi Balm. Das ist nämlich ein Produkt, das man sowohl für die Lippen und auch für die Wangen als Rouge nehmen kann oder auch für die Augenlider kann man sich das auch drauf machen. Das pflegt schön und gibt so eine richtig schöne, leichte Farbe. Das Tolle hier ist, dass es ein Nachfüllprodukt ist. Also ihr bekommt halt hier diesen Stick und es gibt verschiedene Farben. Die kommen dann hier in diesen Nachfüllkartuschen und die steckt ihr nämlich dann einfach da rein. Und das finde ich nämlich auch ein super tolles Prinzip. Wie immer packe ich euch einen Link zum Yepoda Shop direkt in die Infobox. Schaut da unbedingt vorbei, denn es ist gerade Black Month und mit dem Code PIA43 spart ihr 43% auf eure Bestellung. Das ist der Hammer, wie ich finde. Da könnt ihr richtig viel Geld sparen. Deswegen schaut euch mal um. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Kommen wir zum nächsten Punkt, was ich für mich geändert habe. Und das war, dass ich mir richtige Auszeiten genommen habe. Ich finde, es ist super, mit diesen kleinen Dingen loszulegen, wenn man das Gefühl hat, sich selbst so ein bisschen aus den Augen verloren zu haben oder seine eigenen Bedürfnisse. Aber irgendwann war halt der Punkt für mich erreicht, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche mehr. Vor allem im August dieses Jahres hatte ich einen Punkt, wo ich gedacht habe, es geht so nicht mehr weiter. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Geduld mehr für gar nichts. Und für mich war klar, ich muss raus. Und zwar komplett. Einmal komplett hier raus. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, das so ganz offen zuzugeben. Und ich muss auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal alleine irgendwie abends draußen unterwegs war mit Freundinnen oder so. Ich hab das nicht. So. Und das war halt etwas, was mir vollkommen gefehlt hat. Ich habe daraufhin ein Wochenende mit einer lieben Freundin in Holland verbracht. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, ich muss hier raus, kommst du mit? Wir haben uns eine schöne Unterkunft in Holland gesucht, in der Nähe vom Strand. 2 Übernachtungen sind dahin gefahren und es war wirklich das Beste, was ich hätte machen können.
Es war wirklich eine richtige Auszeit, wo ich auftanken konnte, wo ich komplett abschalten konnte. Einfach mal komplett die Seele baumeln lassen, schlafen, eine ganze Nacht durchschlafen und am Morgen so lang schlafen, wie man will. Und es muss mal sein und es ist in Ordnung, das zu machen. Auch wenn man ein Kind hat. Vorausgesetzt natürlich, die Bedingungen stimmen. Das heißt, ihr habt eine gute Betreuung, wo entweder euer Partner oder jemand anderes, dem ihr vollkommen vertraut, wo ihr wisst, da ist euer Kind gut aufgehoben. Das ist natürlich klar. Oder wenn ihr auch wisst, ich kann so lange von meinem Kind getrennt sein. Wer jetzt beispielsweise stillt oder so, das ist dann natürlich vielleicht ein bisschen schwierig. Aber irgendwie auch dann lassen sich größere Auszeiten vereinbaren. Das muss dann nicht direkt ein Wochenende sein, aber das kann dann auch einfach mal ein Nachmittag sein, wo man komplett rausgeht. Oder was ich auch gemacht habe, als mein Sohn so ein Dreivierteljahr alt war ungefähr, dass ich einen Yogakurs belegt habe. Der war Freitagabends. Ich war insgesamt 1,5 Stunden weg, ja. Aber diese 1,5 Stunden alleine haben für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht, weil dieses Entspannungs-Yoga war nämlich genau das. Es war extrem entspannend. Es tat total gut rauszukommen, etwas alleine zu machen und etwas für mich zu machen. Und der allerletzte Tipp ist auch so mit der wichtigste und das ist nach Hilfe fragen. Vor allem, wenn ihr merkt, ihr seid wirklich am Limit und ihr könnt nicht mehr, gesteht euch ein, dass es in Ordnung ist, nach Hilfe zu fragen und macht das auch. Denkt nicht, ach, ich schaffe das schon, weil irgendwann ist der Punkt erreicht, da schafft man es nicht mehr. Jeder braucht mal Hilfe. Aber es sieht für Außenstehende nicht immer so aus, als ob man gerade Hilfe braucht. Deswegen muss man auch aktiv danach fragen und sagen, hör mal, ich komme hier gerade nicht mehr weiter, ich muss mal für 2 Stunden raus. Kannst du für diese 2 Stunden dies, das machen? Fragt aktiv danach. Lasst es nicht so weit kommen, dass ihr wirklich so gar nicht mehr könnt. Fragt jemanden, dass er mal für ein paar Stunden auf euer Kind aufpasst. Sprecht mit eurem Partner, besprecht die Zuständigkeiten nochmal neu, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht mehr Unterstützung. Und vor allem, habt kein schlechtes Gewissen dabei. Ja, also alle Punkte zusammengenommen, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr mal etwas nur für euch alleine macht. Und ich sage nicht, scheißt auf alles, versucht euren Alltag so zu strukturieren, dass letztendlich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit für euch übrig bleibt. Zum Thema schlechtes Gewissen, das ist das, was ich am Anfang des Videos meinte, dass immer gerne, gerade in den sozialen Medien, da auch schon mal auf Müttern rumgehackt wird, die das nämlich so machen. Die sich nämlich auch Zeit für sich selber nehmen und das einfordern, dann kommt direkt so, ich könnte das ja nicht, also ich hätte ja ein schlechtes Gewissen. Die Kinder sind ja nur, die sind ja nur so, es geht so schnell und die sind ja nur so kurz, so klein. Und ja, natürlich stimmt das. Aber wenn ich permanent gestresst bin und unausgeglichen und unglücklich, wie soll ich denn dann jede Sekunde genießen? Das kann ich nicht. Man darf sich selbst im Elternsein nicht verlieren. Und das ist einfach etwas, das ich ganz, ganz wichtig finde. Und deswegen dieses Video. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch vielleicht so ein bisschen inspirieren konnte, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen oder das einzufordern und zu verstehen, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen. Ich freue mich immer von euch zu hören. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.